Das ist ja ein Ausbildungsberuf, Uhrmacher. Da ist in der Schweiz jetzt ein Studium dran. Ja, und bei uns schaffen die das in 3 Jahren, aber es ist wirklich einer der härtesten Berufe, die ich kenne. Studien zeigen, dass 70% aller sehr wohlhabenden Familien ihr Vermögen bereits in der zweiten Generation vernichtet haben. Wie kann man sein Vermögen so speichern, dass es mindestens den Wert behält und im Idealfall sogar noch Wert gewinnt? So ganz typisch, wenn man also da so im alten Dresden unterwegs gewesen ist und also viel Militärpräsenz, russische Soldaten, und die haben das immer gerne gemacht, die haben gefragt, wie spät es ist. Dann hat man gesagt, so spät ist, dann hat man, Uri, hergeben. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und normalerweise dreht sich bei uns ja vieles um das Thema Auswandern, und wir stellen interessante Länder vor, in die man auswandern kann oder dort Geschäfte gründen kann, Business gründen kann, Unternehmen gründen kann. Aber viele unserer Mandanten machen sich in letzter Zeit auch zunehmend Sorgen um ihr Vermögen. Also viele Menschen mit kleinem oder großem Vermögen sorgen sich deshalb, weil ihnen ihr Vermögen sozusagen dahinschwindet. Fallende Immobilienpreise, möglicherweise in der EU geplante Lastenausgleichssteuern, Minuszinsen. Manche haben Bedenken, weil die EU könnte in einen Krieg schlittern, und das könnte auch für Vermögende unerwartbare Konsequenzen haben und. Und generell zum Vermögen war interessant, habe ich mich vor kurzem mit auch Spezialisten auf dem Gebiet unterhalten, und der sagte mir oder zeigte mir, Studien zeigen, dass 70% aller sehr wohlhabenden Familien ihr Vermögen bereits in der zweiten Generation vernichtet haben. Das ist also, was heutzutage passiert, und die Enkelkinder schreiben, die Studien besorgen dann den Rest. Das heißt, in der dritten Generation existieren gerade nochmal 10% des geerbten Familienvermögens. Das sind die Fakten, mit denen sich vermögende Menschen heutzutage wirklich rumplagen, dass das Geld, das Vermögen einfach dahin schmilzt, und viele sind auf der Suche nach Ideen, nach Anregungen, wie kann man sein Vermögen so speichern, dass es mindestens den Wert behält und im Idealfall sogar noch Wert gewinnt. Und ja, heute sprechen wir mal mit einem Experten in einer ganz speziellen, sagen wir mal, Vermögensanlageklasse, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also wir haben ja vor kurzem erst über zum Beispiel Investitionen in Whiskyfässer gesprochen. Da war ich auch total überrascht, dass man wirklich in Whiskyfässer investieren kann und da eine gute Rendite sogar machen kann. Wir haben ja schon hier auf unserem Kanal einen wirklich guten Spezialisten im Bereich Kunstinvestitionen, vielleicht sogar schon so ab 40.000, 50.000 Euro gehabt. Auch das hat mich sehr überrascht, was da heute möglich ist. Oder zum Beispiel Farbedelsteine. Also wir sehen schon, es gibt so viele interessante Geldanlageklassen, die man entweder in die Hosentasche stecken kann oder mit dem Auto leicht von A nach B schaffen kann. Die Immobilie als guter Wertspeicher, Vermögensanlage ist, wie gesagt, momentan nicht mehr so im Trend. Und heute haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast, der uns mal das Thema Geld speichern, Geld anlegen in Luxusuhren näher bringen wird. Lieber Stefan Sohn, wir sind sehr froh, dass wir heute hier das Gespräch führen können. Und ich bin total gespannt, was wir da heute schon wieder dazulernen. Es ist schon was anderes als Farbedelsteine zum Beispiel oder Whisky, weil man ja zum Beispiel die Luxusuhr ist ja auch eine Sache, die man natürlich häufig und immer mit sich rumtragen kann, die man auch zeigen kann. Wobei man hier natürlich die Frage ist, und ich bin gespannt auf deinen Kommentar dazu, sich immer wieder so die Frage gefallen lassen muss, denke ich, ist jetzt eine Uhr eher Konsum oder ist es wirklich eine Geldanlage? Aber fangen wir am besten mal mit Basic to the Roots, fangen wir am besten mit dem an, mit dem wir eigentlich ja immer anfangen, nämlich mit der Vorstellung unseres Experten. Lieber Stefan, stell dich doch mal selbst vor, unseren Zuschauern und Zuhörern. Ich bin Stefan Sohn. Ich bin Gründer und Hauptgesellschafter oder der einzige Gesellschafter der Firma Zeitauktion GmbH.
Das ist ein sehr, sehr großes Uhrenhandelsunternehmen. Wir haben ca. 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, gestartet relativ klein als kleines Familienunternehmen, dann die Firma mal an einen großen Player verkauft, dann als Asset Deal zurückerworben und jetzt wieder seit 2 Jahren mit nur noch 40 Mitarbeitern, wir waren mal über 100, das Ganze neu aufgebaut. Uhren sind meine Leidenschaft, aber natürlich gehört zur Geschäftsführung noch viel mehr als das. Ich bin groß geworden irgendwie mit Wertgegenständen. Mein Vater hatte immer so seine Taschenuhr zu Weihnachten schon zu DDR-Zeiten rausgeholt und gesagt, schau mal, diese A. Lange und Söhne Taschenuhr ist so viel wert wie unsere Wartburg. Und da war ich immer so, dieser kleine Gegenstand, das teure, wertvolle Auto zu DDR-Zeiten, war das einfach was. Hat mich fasziniert. Dann habe ich irgendwann Informatik studiert, wollte nicht immer selber vor dem Rechner sitzen und habe dann angefangen, selber erst so ein Stück rumzubasteln, dann so einfache Glashütter-Uhren, viel auf Trödelmärkten gewesen, meine Anfangszeit bei eBay als einer der ersten größeren Verkäufer gewesen in den goldenen eBay-Zeiten. Und ja, jetzt stehe ich hier und glaube, dass ich etwas zu sagen habe und kenne mich ganz gut. Klasse. Spontan einfach für mich jetzt mal so eine Frage, weil ich denke, das wird auch dem einen oder anderen Zuschauer gerade so vielleicht ins Sinn kommen. Wenn wir heute über Luxusuhren sprechen, also über welche Preisrange sprechen wir da? Also was kostet so eine sehr, sehr teure Luxusuhr eigentlich heute? Also im Endeffekt ist es eine extrem breite Range. Wir sagen so, ab 3.000 Euro betrachten wir Uhren als Luxusuhren. Luxus beginnt eigentlich bei einer Uhr ja schon viel eher. Ne? Wenn man sagt, man kann eine Quarzo Casio irgendwie für 29 Euro kaufen, die habe ich selbst und davon bin ich auch selbst begeistert. Und man kann im Endeffekt irgendwie eine Smartwatch kaufen, die auch ihre Funktion hat. Deswegen sagen wir ungefähr so ab 1.000 Euro fängt es an, sinnlos zu werden, eine Zeitanzeige für so viel Geld zu kaufen. Ab 3.000 Euro bezeichnen wir es als wirklich Luxus. Und das geht gut bis selbst, also Juwelierpreise 800.000 Euro für normale hergestellte Uhren bis zu Luxusgütern, die fast wie Kunstgegenstände sind, aus den 50er, 60er Jahren seltene Stücke bis 3 Millionen, 4 Millionen Euro. Unglaublich. Unglaublich. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe mich ein kleines bisschen vorbereitet und ich habe mal so 2 Uhren zum Beispiel nachgeschaut und war da wirklich sehr, sehr erstaunt. Zum Beispiel hätte ich im Jahr 1966 schon gelebt und hätte dort eine Rolex, die Rolex Submariner zum Beispiel gekauft, damals für 7.000 Euro. Entschuldigung, 7.000 Dollar wollte ich sagen, ne? Genau. Ja. Die ist dann im Jahr 2023 40.000 Dollar wert, sagt man. Aber bei der Patek Philippe zum Beispiel, fand ich sehr interessant, 30.000 Dollar in 2006 und 100.000 Dollar mehr im Jahr 2023. Das heißt, im Prinzip von 2006 zu 2023 100.000 Dollar Wertzuwachs. Aber wir müssen dann generell nochmal drüber sprechen. Das können wir gleich noch im Detail weiter verfolgen. Das Hochinteressante ist, man kann sich immer eine Anlagenklasse rausnehmen. Ne? Kunst kann man sich auch irgendwie Gerhard Richter stürzen und sagen, okay, wenn man den damals gekauft hätte, wäre das so. Ja, ja. Bei Uhren ist es interessant, dass du das fast mit jeder Uhr machen kannst. Also mit fast jeder Uhr, die heute noch am Markt ist, mit Luxusmarken, kannst du zurückgehen und siehst eine extreme Wertsteigerung. Jetzt vielleicht nicht bei Schmuck-Damenuhren, aber wir reden jetzt eher mal von Herrenuhren, weil das Hauptanlagesegment auch ist und sich eher Männer dafür interessieren. Dann kannst du eigentlich durchweg durch die Bank gehen. Und da musst du gar nicht so weit zurückgehen bis 66, da waren es noch Träumereien, weil dann gab es ja die Quarzkrise und dann war alles anders. Aber selbst wenn wir jetzt von 2000 ausgehen, dann haben wir Wertsteigerungen teilweise von 300%, 400%. Na, und das auch durch den Markt hinweg. Also findest du ganz, ganz viele Anlageobjekte, wo das so ist. Was ich immer nicht mag, ist irgendwie zu sagen, wenn man die Aktie gekauft hätte oder wenn man das Bild gekauft hätte oder wenn man damit das Edelmetall gekauft hätte und sucht sich dann so die unterste Grenze und die Spitze. Das müssen wir bei Uhren gar nicht machen. Wir haben bei Uhren das große Glück, dass der seit vielen, vielen Jahren, eigentlich angefangen nach der Quarzkrise ab 85, sukzessive gestiegen ist, parallel zu den Handys, die dann gekommen ist, wo die Zeitanzeige eigentlich immer kostenlos war, wo es bei Uhren gar nicht mehr um Zeitanzeige ging, ist es sukzessive und fast exponentiell gewachsen. Und da sehen wir heute Preise und Geschichten, die einfach unglaublich sind und auch ein unglaublich breites Publikum, was sich dafür interessiert. Interessant. Ja, was es wiederum interessant macht, als zum Kaufen und Verkaufen zu jeder Zeit. Spannend. Wie ist denn, also die Entwicklung, um nochmal wieder ich bin jetzt schon wieder, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was ich alles mit dir besprechen wollte. Wir sind jetzt irgendwie schon richtig rein ins Thema gerauscht. Jedenfalls generell jetzt mal zu dem Thema Uhr als Luxusgegenstand oder als Wertanlage.
die Entwicklung, also warum ist denn jetzt aus deiner Sicht diese Anlageklasse immer beliebter geworden? Also ursprünglich haben wir gesagt, ist eine Uhr eigentlich ja mal nicht als Luxus- oder Geldanlagegegenstand erfunden oder konzipiert worden. Und ich denke auch die meisten Uhrenhersteller haben jetzt mal nie mit der Idee angefangen, wir bauen jetzt mal Uhren, damit wir was haben, wo man Geld speichern kann und da als Geld- und Wertanlage kaufen kann, sondern eher vielleicht einen praktischen Wert. So, wie kommt es zu der Entwicklung, jetzt Uhren als Luxus oder andersrum, Uhr als Wertanlage überhaupt herzustellen? Weil die werden ja, also es muss ja eine bestimmte Anzahl von Uhren, die werden ja von vornherein mit dem Ziel konzipiert und hergestellt, produziert, verkauft, um den eben im Markt zu bedienen von Menschen, die sowas als Wertanlage, Geldanlage haben wollen. Ist das so oder sehe ich das falsch? Also ich glaube, wir gehen mal ganz kurz zurück in die Uhrengeschichte. Das fing an, dass es wirklich darum ging, ein Instrument herzustellen, was möglichst genau die Zeit anzeigt. Aber eine Uhr, die jetzt 100 Jahre alt ist nicht ungenauer als eine neue Uhr. Die waren vor 100 Jahren schon so weit, dass die Standzeit abgeglichen haben und Chronometer hergestellt hatten, plus minus eine Sekunde. Dann da hat sich die Schweiz im Endeffekt fast selbst abgeschafft mit der Quarzkrise. Also Quarzwerke, die noch viel genauer waren. Und auf einmal war aber gar keine Arbeit mehr drin. Es war ein elektronisches Industrieprodukt. Da haben die noch ein Stück Gold herumgebastelt, für die irgendwie mehr wollten. Aber es war nicht mehr das Statussymbol, eine möglichst genaue Uhr zu haben. Und so ist ein Wandel gekommen von Genauigkeit zu Design und zu Luxus. Und gerade für den Mann ist es ja im Endeffekt das einzige Schmuckstück, was er trägt. Wenn er Brillenträger ist, hat er vielleicht noch eine schöne Brille. Wenn er keiner ist, hat er nur seine Uhr oder noch eine Kette. Bei Frauen ist es anders. Da spielt Diamantschmuck und alles Mögliche eine Rolle. Das ist bei Männern nicht so. Also das Schmuckstück, der Schmuckgedanke. Und Schmuck ist auch Luxus. Also Luxus auszustrahlen, zu sagen, wer ist man, was drückt man damit aus. Auch Understatement oder halt Protz, was immer man irgendwie als Charakter auch hat. Und dann kamen natürlich Edelmetalle rein. Also Edelmetalle, Gold, Platin. Und dann kommt das Handwerk dazu, was irgendwie Leute begeistert, gerade nach dieser Quarzzeit, in einer Zeit, wo alles technisiert ist, wo es nur noch Massenindustrie ist, wieder dieser Handwerksgedanke. Und Stück für Stück wurde aus dieser ganzen Kombination von Luxusgut am Arm, von Schmuckstück, von individueller Ausstrahlung, ein Produkt, was immer individueller, immer fantastischer, immer präziser wurde, wo einfach auch unglaublich viel Wissen und Geld reingeflossen ist, auch viel Forschung, noch genauer, noch präziser das zu machen, gerade mechanisch, und dann so Rekorde aufzustellen, möglichst viele Komplikationen, möglichst flach, möglichst tief wasserdicht, alles, womit du irgendwie gerade Männer begeistern kannst mit Technik und Schmuck, führte halt dazu, dass die Nachfrage immer größer wurde. Und wir reden heute von einem Marktvolumen, oder 2018 war es von 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr und in diesem Jahr 45 Milliarden. Und wir gehen schnell irgendwie 2050 mit 100 Milliarden raus. Ja, also das ist ein extremer Markt. Und alleine Gebrauchtouhren werden für ungefähr 20 Milliarden Euro im Jahr gehandelt. Und da sieht man mal, was das für ein Markt ist und was für eine Nachfrage ist. Und als Wertanlage ist es natürlich interessant, weil es extrem gut zu kaufen ist, Preisvergleiche sind gut möglich und auch sehr, sehr gut wieder zu verkaufen ist. Man muss natürlich wie bei allen Anlageklassen ein Stück Ahnung haben oder eine vertraute Person, aber prinzipiell ist es eine wahnsinnig interessante Anlageklasse. Vielleicht nicht im High-End-Bereich, vielleicht jetzt nicht für 10, 20 Millionen, aber sag ich mal, also bis 1 Million kann man gut Geld unterbringen, sicher unterbringen, wertstabil unterbringen. Ja, also ganz, ganz viele Vorteile, die andere Anlageklassen Unglaublich. Aber ist das wirklich so? Also man liest das und hört das ja häufig. Man sagt so, also eine Rolex kannst du immer wieder verkaufen, ne? Zum Beispiel. Ist das wirklich so? Also eine gebrauchte Rolex, ist keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Wie schnell finde ich einen Käufer? Nehmen wir mal an, jemand kauft jetzt eine Rolex wo geht eine Rolex los? Ein paar tausend Euro, glaube ich, so 4.000, 5.000 Euro. Ja, das ist so 4.000, 5.000 Euro kann man das schon machen. Es ist schon ein Stück modellabhängig. Was bei Rolex interessant ist, sind eher die Herren-Sportmodelle, also weniger diese Luxus-Goldmodelle für Frauen, sondern wirklich wir konzentrieren uns schon sehr auf das Herrensegment. Das ist sehr, 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 also das ist wirklich eigentlich marktbestimmend. Ne? Schmuckuhren sind es weniger bei Frauen, sondern wirklich diese Herrenmodelle. Auch viele Frauen tragen mittlerweile Herrenmodelle. Es gibt Hersteller, die stellen gar keine Frauenuhren mehr her, wie IBC. Na, die haben auch da Werbung dazu gemacht, dass die halt nur Männeruhren herstellen. Und ja, das ist so der Punkt. Manche warnen davor und sagen, also so Geld in Uhren einzulegen, hat das Problem, also abgesehen davon, dass man vielleicht schnell mal, wenn man gebraucht kauft, eine Fälschung nie vom Original unterscheiden kann. Das ist vielleicht ein Risiko. Aber ein anderes Risiko sei auch, dass man das Geld, wenn man es mal braucht, nicht so schnell wieder flüssig machen kann. Ist das so oder ist das nicht so? Es ist überhaupt nicht so. Du kannst im Endeffekt Rolex-Uhren fast wie eine Währung betrachten. Also die schwanken teilweise auch bei Händlern, wenn die so auf Plattformen handeln oder sich irgendwo treffen und Händler handeln untereinander, dann geht es so um 100 Euro. Ich habe die gerade 100 Euro günstiger gekauft, kaufst du mir ab? Ja, sofort dafür.
Das geht so hin und her. Natürlich ist es als Person, je weiter man von dem Markt weg ist, umso schwieriger. Ja, wenn man jetzt irgendwie klassisch den Aktienmarkt hat, dann geht es relativ schnell. Wenn man einen Computer hat, wenn man schon einen Broker hat, wird es schwieriger. Und wenn man irgendwie vielleicht jetzt eine Aktie handelt, die gerade nicht besonders kein großes Unternehmen ist und die halt nur über GmbH-Anteile gehandelt werden, ist es noch schwieriger. Aber bei Rolex-Uhren ist es tatsächlich so, du bietest die irgendwo an, auf Chrono24 oder bei eBay oder gehst zu irgendeinem Händler und bekommst einen total stabilen Preis. Und du kannst auch oft hingehen und sagen, ich habe die dort und dort gesehen, da wird die vielleicht für 4.000 Euro verkauft, da sagt der Händler, okay, ich gebe dir 3,7. Also die haben auch ganz, ganz kleine Gewinnspannen. Das ist in anderen Segmenten anders. Ne? Bei Rolex-Uhren ist es wirklich so, dass du wenig Handelsspanne hast, auch als Händler, weil du die super schnell verkaufst, die haben 30% Marktanteil. Wenn du jetzt irgendwie ins Luxussegment gehst und hast nur für 200.000 Euro, dann brauchst du natürlich Zeit. Ja, dann musst du genau suchen, wer hat Interesse, wen findest du dafür oder über wen kannst du es verkaufen, da geht es um Vertrauen, da ist es schwieriger. Ja, aber prinzipiell ist es ein Asset, was extrem schnell verkäuflich ist. Also bei uns kommen manchmal Kunden einfach ins Geschäft, sagen, wir wollen verkaufen und dann haben wir innerhalb von einer Stunde die Verhandlung abgeschlossen und machen ein Riesengeschäft übereinander. Wobei wir keine großen Margen bei vielen Modellen haben. Okay. Ja, der Punkt, wo ich jetzt Experte bin, ist halt für den Gebrauchtwagenmarkt. Ich war nie Fan von Neuwagen. Man muss sich das bei irgendwie mit Neuwagen vorstellen. Man kann einen Jahreswagen kaufen mit einem Abschlag oder kauft halt einen Neuwagen mit dem super Service, wo eine schöne Schleife dran ist, was man braucht und welche Behandlung man braucht. Danach zahlt man auch den Preis. Und wenn man irgendwie einen Gebrauchtwagen kauft, der 5 Jahre alt ist, hat er einen deutlichen Abschlag. Der Vorteil bei einer gebrauchten Uhr ist, die ist halt immer noch wie neu. Du kannst jede Uhr auch nach 10 Jahren, die du gekauft hast, komplett in Neuzustand versetzen. Und deswegen ist auch der Gebrauchtuhrenmarkt so riesengroß. Na, also bei uns gehen Uhren raus, die sind einfach neuwertig, ganz viele, nicht alle, aber ganz viele. Und wir haben einfach die Fähigkeit durch die Werkstatt, das zu machen. Wenn man jetzt danach fragt, wie kostet einen das, wenn man jetzt eine Uhr 10 Jahre trägt, also man kauft jetzt gebraucht, trägt die mal 10 Jahre und bringt die dann zu einer Revision, ist man bestimmt gut mit 1.000 Euro dabei. Bei einer Rolex für vielleicht 10.000 Euro muss man mit 1.000 Euro rechnen. Das sind ungefähr 30 Cent am Tag, die Wertabschreibung ist. 10 Euro im Monat, 102, ne? Und so geht es los. Also das ist im Endeffekt, und das ist der große Vorteil bei Uhren. Du kannst alle Verschleißteile ersetzen und du kannst alles wie neu machen. Und die haben im Endeffekt daher fast keinen Wertverlust. Interessant. Das ist das Schöne. Du kannst halt Freude dran haben, du kannst sie tragen und du kannst trotzdem immer wieder, und der Wert wächst halt permanent. Ja, wenn wir Preise angucken, ich hatte es mir irgendwo rausgesucht, ich glaube, wir haben hier eine Rolex Daytona 1995 6.000 D-Mark, 2005 9.000 Euro, 2015 12.000 Euro und 2020 25.000 Euro. Ja, da reden wir von extremem Wertsteigerungspotenzial und das sind Uhren, die wurden damals gekauft. Ja, und die steigen so mit. Und das ist schon interessant. Jetzt habe ich gelesen, dass es mitunter auch so Spezialisten gibt, die im Uhrenmarkt Geld investieren oder andersrum, sagen wir mal, Geld verdienen sogar, indem sie Modelle kaufen, die angekündigt sind, also die noch gar nicht, also die irgendwann demnächst rauskommen sollen. Und dann kaufen ganz viele Leute dieses spezielle Modell, was da irgendein Uhrenfabrikant herstellt. Und sie sagen, dann kann man eigentlich schon nach wenigen Monaten die mit einer entsprechenden Rendite wieder verkaufen, wenn nämlich das eine Uhr ist, von der nur sehr wenige Modelle hergestellt worden sind und eine große Nachfrage ist. Leute wollen unbedingt jetzt diese Uhr haben und sind bereit, dann entsprechend sogar über den Listenpreis auszugeben. Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist absolut richtig, würde ich aber sagen, ist nicht die klassische Anlageform jetzt für eure Kunden oder für Leute, die euch begleiten. Weil es einfach ein sehr schwieriges Ding ist. Du musst dich wirklich gut auskennen, du musst ein gutes Gefühl haben. Das ist wie wenn man auf irgendeinen Künstler setzt und sagt, okay, Gerhard Richter wird vielleicht bald sterben, also kaufe ich jetzt irgendwo, wo ich noch einen herbekomme, irgend sowas. So in die Richtung geht es. Da gibt es Ankündigungen und dann die Modelle wirklich zu bekommen, die werden dann teilweise auch über dem Listenpreis gekauft. Man braucht gute Kontakte zu Juwelieren, was da wirklich untereinander gehandelt wird, ist mir nicht bekannt. Es ist zum Beispiel, wenn man jetzt sehr, sehr wohlhabend ist, kann man sein, man kommt in diese Listen rein und dann gehen die davon aus, der kauft regelmäßig Uhren und bekommt dann auch diese Modelle zum normalen Listenpreis, zum Beispiel bei Rolex oder Patek Philippe, und kann die teilweise dann für 300% mehr schon kurz nach dem Erscheinen verkaufen. Weil der Normalkunde, egal wie wohlhabend er ist, einfach nicht diese Uhr bekommt, weil es eine bewusste Verknappung ist und die natürlich, diese Marken sich damit auch einen Ruf aufbauen. Aber das sind, würde ich sagen, Glücksumstände und man muss sehr, sehr gute Beziehungen haben. Das ist nicht das klassische Investment. Das, glaube ich, ist für die allermeisten Leute, selbst für mich jetzt als großen Händler, ist das kein Modell, was wir irgendwie verfolgen. Interessant ist natürlich, wenn du irgendwie den Markt beobachtest und sagst, okay, du hast jetzt irgendwo eine Nachricht gelesen, die nehmen zum Beispiel ein Modell vom Markt, was sehr beliebt ist,
Und du kaufst das noch ganz oft auf und nimmst dort die Wertsteigerung mit. Ich kenne Händler, die damit gut Geld verdient haben, aber es sind wirklich Spezialisten. Das sind wie extrem gute Aktienhändler, die viele Inside-Informationen haben. Würde ich nicht als klassische Anlageform. Was ist denn jetzt so der typische Kunde von dir oder den du so kennst, also der typische Kunde, der sagt, ich investiere in Luxusuhren? Sind das jetzt Leute, die regelmäßig, also immer wieder kommen und sagen wir jedes Jahr zum Beispiel, sich eine neue Uhr zulegen? Also da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Kunden. Wir hatten gestern erst über einen Kunden gesprochen, der kauft bei uns regelmäßig die Restbestände auf. Also alles, was bei uns irgendwie länger als 90 Tage liegt, geht extrem weit runter im Preis, aber es sind natürlich auch Modelle, die Mehrheit nicht wollte oder wo vielleicht mal ein Kratzer am Glas ist oder was irgendwann nicht stimmt und der investiert dahin und hat schon 100 Uhren davon da liegen und nimmt diese Wertsteigerung mit. Der möchte einfach die Wertsteigerung bei einem möglichst niedrigen Preis und weiß, die steigen irgendwann, der bekommt die irgendwann gut los. Das ist ein Kunde, den es gibt bei uns. Es gibt aber auch Kunden, die wirklich extrem nach Luxus suchen. Die sagen, wir kaufen zum Beispiel immer Lange und Söhne, wenn ihr das habt, weil ihr immer noch günstiger seid als jetzt beim Juwelier und die Uhren sind selten zu bekommen. Und wir vertrauen euch, wir kaufen deswegen bei euch. Aber der ganz klassische Kunde, sage ich mal, 90% ist jemand, der einfach sagt, ich möchte eine gute Uhr tragen, möchte mit dir unter Tresor legen, möchte vielleicht für meinen Sohn auch haben, möchte Spaß dran haben. Und das unterstützen wir auch. Ich habe ganz oft das Gespräch, ja, es ist ja auch eine Wertanlage und der Kunde sagt, nee, darum geht's mir eigentlich gar nicht. Ich weiß, es ist eine Wertanlage, ich weiß, ich kann es immer verkaufen, aber eigentlich möchte ich mich nur daran freuen, an dieser schönen Uhr an meinem Arm, habe mich jetzt damit, der eine hat gesagt, ich habe mich 8 Jahre jetzt damit beschäftigt und jetzt kaufe ich mal was. Also ist schon das klassische auch Luxusgut, wie vielleicht eine schöne Tasche oder ein schöner Mantel. Der Vorteil ist halt, die wird nicht alt, die geht nie kaputt. Also man kann die immer wieder bauen, außer die hat jetzt mal einen extremen Wasserschaden oder einen extremen Sturzschaden, dann geht natürlich auch nichts mehr. Aber prinzipiell, wenn man eine Uhr gut behandelt, verliert die nicht an Wert. Ja, das ist der klassische Kunde, wirklich der sie benutzen möchte. Interessant. Ja, was hast du denn eigentlich jetzt gerade für eine Uhr um? Der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ich hatte tatsächlich mal eine ganze Menge Uhren. Ich selber habe eine IWC von 1941. Ich mag diese Vintage-Uhren. Und die ist ganz, ganz selten. Das habe ich auch später rausbekommen. Die hat mir einfach gefallen. Und ich habe eine Lange und Söhne Taschenuhr aus Familientradition. Das ist erstmal gut. Ich bin umgeben mit Uhren. Die sehe ich jeden Tag. Fällt mir gerade ein, mein Großvater, also meine erste Uhr war in der Tat auch eine Taschenuhr von meinem Großvater. Ich komme ja genau wie du aus einer Gegend, also aus Ostdeutschland, was sozusagen von Russen besetzt gewesen ist, damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mein Großvater erzählte mir immer, so ganz typisch, wenn man also da so im alten Dresden unterwegs gewesen ist und also viel Militärpräsenz, russische Soldaten, und die haben das immer gerne gemacht, die haben gefragt, wie spät es ist. Dann hat man gesagt, so spät ist, Uri, hergeben. Hat erzählt, also es hat eigentlich niemand mehr gerne sich fragen lassen, wie spät es ist. Also in Dresden jetzt keine Ahnung, ob es überall so war. Und weil man war seine Uhr los, die sind halt alle irgendwo da dann fortgeschafft oder verkauft worden, wie auch immer. Aber ich habe von meinem Großvater in der Tat auch eine erste kaputte, nicht funktionierende Taschenuhr. Und selbst wenn die kaputt war, hat sie fasziniert, oder? Unglaublich. Also ich habe 100 Mal auseinander wieder zusammengebaut. Und das ist auch der Grund, warum ich damals nach meinem Studium, also Informatik studiert, immer nur vom Rechner gesessen und gesagt habe, nee, irgendwas mal wieder mit den Händen machen. Und dann wirklich rumgebastelt und einfach eine Faszination aufgebaut, die sich bis heute hält. Und wenn ich da sehe, was meine Uhrmacher machen, da bin ich ja weit, weit weg davon. Mit Mikroskopen und wie speziell. Wir machen auch jetzt Workshops, das ist ganz interessant, wo wirklich Leute mal gucken können in die Werkstatt. Was macht ihr eigentlich? Und das ist einfach eine faszinierende Welt, wie klein und wie... Also auch vom Ausbildungsbetrieb, es ist ja ein Ausbildungsberuf, Uhrmacher, da ist in der Schweiz jetzt ein Studium dran. Ja, und bei uns schaffen die das in 3 Jahren, aber es ist wirklich einer der härtesten Ausbildungsberufe, die ich kenne. Und wirklich Hochachtung vor den Leuten, die so kleine Schrauben da reindrehen können, die man kaum sieht. Jetzt hat mein anderer Großvater, der hat in der Tat mal an einer Autobahnraststätte eine Omega-Uhr gekauft. Und wahrscheinlich war das ein Fehler. ja, ich habe sie dann irgendwann mal geerbt später und interessant, ne? Also wirklich sieht nicht schlecht aus, kam, keine Ahnung, 100 D-Mark oder irgend sowas damals. Also jetzt ist ja so, also wenn man sich die anguckt, also wenn ich sie mir angucke heute, ich würde auf den ersten Blick feststellen, also das kann keine echte Omega-Uhr sein.
Ich verstehe auch nie, wie mein Großvater sich die damals hat als echte Omega-Ohr an. Wobei natürlich in der Zeit damals vielleicht auch die Omega-Ohren noch ein bisschen anders aussahen als heute. Das war nicht so Ja, leicht. ja. Aber generell, wie ist es denn heute? Also wie einfach oder schwer ist denn das, eine Fälschung von einem Original zu erkennen, gerade wenn man im Gebrauchtmarkt unterwegs ist? Also es gibt so sogenannte Superclones und darüber reden wir mal jetzt noch drüber. Ne? Das sind so Uhren, die kosten, sage ich nur, der Kai 500 bis 1000 Euro. Die sind nicht zu unterscheiden. Also am Arm sind sie nicht zu unterscheiden. Die sind auch von Spezialisten nicht zu unterscheiden, wenn sie einfach nebeneinander liegen. Wenn man dann die Lupe nimmt, fängt es an, schwieriger zu werden. Selbst das traue ich vielen Leuten nicht zu, weil die wirklich so präzise gearbeitet sind. Wenn man dann das Werk schaut, selbst dort sind Zahnräder eingefärbt, selbst diese Werke sind teilweise identisch gebaut, teilweise mit Glasboden. Die kosten nicht umsonst 1000 Euro. Ne? Wenn man jetzt irgendwie so eine Uhr in China herstellt und die kostet 1000 Euro oder 500 Euro, dann ist dort eine wirkliche Spitzenleistung an Kopie einfach vorhanden. Und das muss man auch ganz ehrlich ansprechen und da bringt auch nichts drum herum zu reden. Das ist so. Und du brauchst Spezialisten, um das zu erkennen. Es ist trotzdem kein Thema unter Händlern, oder kein ernstzunehmendes Thema, noch nicht, weil einfach erstens Betrugsabsichten trotzdem irgendwann erkannt werden und gerade wenn man im deutschen Sektor kauft, ist es im Endeffekt ja ein Betrug, wenn dir jemand eine Fälschung als Original verkauft. Das geht also dann vor Gericht und du hast im Endeffekt ja auch irgendwie die Daten, die lässt du dir ja geben bei so einem Kauf. Du kaufst ja nicht an der Raststätte wie dein Großvater, sondern du kaufst ja bei irgendeinem Händler. Und ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, jetzt irgendwie bei irgendeiner Messe zu kaufen als Privatperson. Da muss man wirklich Spezialist sein oder hat jemand mit. Was ich ganz sehr empfehle, ist gerade im Gebrauchtssegment zu sagen, man hat irgendeine Vertrauensperson. Und da braucht man ein Stück, da muss man wahrscheinlich auch mal ins Gespräch gehen und ein bisschen persönlich werden und nicht einfach nur in den Laden gehen und sagen, ey, was hast du denn hier, kannst du mir das verkaufen? Außer man vertraut diesen Leuten prinzipiell oder es ist ein alteingesessenes Unternehmen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, dieses Stück Vertrauen und wer steht dahinter? Was ist es für eine Firma? Was hat die für ein Renommee? Und da würde ich auch jetzt nicht sagen, dass man jetzt nicht bei einem kleinen Geschäft kaufen soll oder unbedingt bei uns kaufen muss. Auf keinen Fall. Die allermeisten Händler, die ich kenne, sind hochseriös und verkaufen nur Originale. Die haben überhaupt keinen Bock und haben es auch nicht nötig. Na, das sind solche Umsätze, die da machen und die versauen sich doch nicht ein Geschäft, in dem die anfangen, Fälschungen zu verkaufen. Also Fälschungen, wenn wir Fälschungen haben, dann ist es mal Spielerei, dass jemand sagt, erkennt ihr es oder was ist denn das? Und versuchen uns zu testen, aber ansonsten haben wir damit ganz, ganz wenig Kontakt. Ja, aber was ich weiß, dass in vielen Auslagen auch Fälschungen liegen. Ja, wenn die nachts einfach Sachen draußen liegen, kann man oft davon ausgehen, dass die nicht original sind, weil die Händler natürlich nicht das Risiko eingehen und lieber nur für 500 Euro verlieren, nicht für 5000 und weil der Kunde es nicht sieht. Also wer gerne eine Fälschung tragen will und sagen, es ist sein Wertsystem, dass er irgendwas protzen will, dann soll er es machen. Ich bin immer eher für Original. Das hat irgendwas mit Seele zu tun. Und irgendwie auch, wie man sich damit identifiziert. Es ist ja auch eine Lebensleistung, die man mit der Uhr irgendwie darstellt oder eine Arbeitsleistung. Und deswegen haben wir wenig Kontakt. Wir erkennen es gut, wir sind spezialisiert drauf. Ich glaube, viele andere Händler auch. Deswegen sollte das kein Angstthema sein. Was man immer machen kann, ist natürlich irgendwann einschicken, die Uhr dann zum Hersteller. Na, das ist so der Klassiker. Man kauft irgendwo gebraucht und lässt sie erstmal revisionieren oder revidieren. Und dort kriegt man ja dann gesagt, das Original oder das nicht Original. Wenn man da Angst hat, oder es gibt Zertifizierungsprozesse und Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Ist also im normalen Kauf ist es kein großes Thema, kein großes Risiko. Ja, ich habe übrigens, man weiß ja gar nicht, ob man sich das heute noch getrauen darf, draußen offiziell zu tragen, aber eine meiner Lieblingsuhren ist eine Poljot-Uhr. Ja, das kann man, heutzutage ist es wahrscheinlich schwieriger, aber damals waren es gute Uhren. Und die haben sogar Schweizer Werke. Die habe ich mir damals gekauft, eben genau deswegen, weil es halt eine Poljot, also eine russische Uhr, für diejenigen, die sich nie damit auskennen. Aber ist eine wirklich sehr, sehr schöne Uhr gewesen, hat mir gefallen und eben, wie du gerade gesagt hast, ein Schweizer Werk. Ja, also es sind keine Schweizer Werke, sondern Lizenznachbau, ne? Taishu irgendwie Lizenznachbau, aber identisch, das ist ja dann kein Problem, wenn man einmal damit anfängt. Und denen wurde auch geholfen, die Werke sind gut und die Uhren kriegt man wahrscheinlich für um die 100 Euro oder 150 Euro jetzt. Ich habe das nicht mehr verfolgt, das waren so meine Anfänge. Die eBay-Anfänge, da war ich auch bei Poljot und ja, genau. Das waren gute Uhren. Und der Schriftzug sieht auch schön aus. So ist es, ja. Interessant, ja. Dann Genau. wenn jetzt jemand
bisher, sagen wir mal so, den Spannungsbogen hatte und sagt, also das würde mich mal interessieren. Ich würde vielleicht jetzt doch mal ein paar 10.000 Euro wahrscheinlich in eine gute Uhr investieren. Wie empfiehlst du denn jetzt einzusteigen in das Thema? Also, das, was ich am schönsten finde, ist, wenn Leute irgendwie Kontaktpersonen haben, wie das überall ist. Ne? Dass man sagt, man hat einen Händler des Vertrauens und der berät einen einfach mal. Oder wir haben ein großes Customer Relation Team, die würden einen gut beraten. Das kann man machen. Und da traue ich auch vielen Händlern, habe ich gute Erfahrungen gemacht, eigentlich überall. Also das empfehle ich. Das kann auch schnell zum Hobby und zur Sucht werden, dann sollte man anfangen, sich zu belesen. Na, da gibt es viel Literatur. Ich habe jetzt hier mal etwas hingelegt, da gibt es so große Rolex-Bücher oder von Patek Philippe habe ich hier was liegen und große Omega-Bücher und da kann man sich wirklich einarbeiten. Es gibt eine sehr gute Zeitschrift, die heißt Uhrenkatalog und das ist so, da sind mal über alle Marken Auktionsergebnisse und viele Informationen drin. Und dann bin ich aber, wie gesagt, auch ist es mein Leben, gebrauchte Uhren zu kaufen, weil einfach der Wertverlust nicht groß ist, oder den man da eingehen, das Risiko ist geringer. Und dann würde ich mich schon auf die klassischen Modelle stürzen. Also das ist von Rolex die Sportmodelle, da kann man eigentlich alles kaufen. Dann ist es von Patek Philippe, das geht jetzt schon höher. Dann würde ich auch nicht zu viel Luxus und zu viele Komplikationen nehmen, sondern eine Uhr eher einfach halten. Da fängt man bei einer Calatrava vielleicht so bei 20.000 Euro an. Das ist schon viel Geld für eine einfache, flache Uhr. Wer jetzt so aus Deutschland ist, den könnte auch die Glashütte-Uhren interessieren, also Glashütte Original, Lange und Söhne. Ich würde mich schon auf die großen Marken konzentrieren. Wenn man jetzt weniger Geld ausgeben will, ist Omega super spannend, die haben tolle Uhren. Dort sind auch limitierte Auflagen ganz interessant. Das ist einer der wenigen Marken, wo limitierte Uhren interessant sind, weil es ein breites Publikum gibt und wirklich die limitierten Auflagen auch sehr schnell ausverkauft sind und auch hohe Preissteigerungen bekommt man aber schlecht. Ja, das sind so die Klassiker. Ne? Also Rolex mit irgendwie 30-40% Marktanteil ist natürlich ganz weit vorn. Ist jetzt persönlich nicht so meine Marke. Warum, kann ich gar nicht begründen. Viele von meinen Angestellten mögen die ganz sehr. Ich bin eher so wirklich auf die sächsischen Marken. Ich mag Lange und Söhne, ich mag Patek Philippe, habe aber auch schlanke Handgelenke. Da ist es mit dem Sport nicht ganz so daher. Mag eher dieses klassische Luxussegment sehr. Ja, dass man sich auf die größeren Marken konzentriert, die man kennt aus den Medien oder aus der Uhrenwerbung, so anzufangen. Man kann sich schnell irgendwas einreden lassen, ne? Irgendeine schöne Geschichte beim Juwelieren, der sagt, ja, Vacheron ist schön oder Chichelle Cultre sind schön, gerade die Franzosen stehen ganz sehr auf diesen Marken. Und das ist auch zu verstehen, das sind ganz tolle Uhren, das sind wahnsinnig tolle Marken. Es ist nur schwerer, dort die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist, je breiter der Markt ist, natürlich einfacher, dort einzusteigen. Ansonsten Vertrauenspersonen, Umfeld. Also man weiß, dass ungefähr 20% der Europäer sich für Luxusuhren interessiert. In meinem Freundeskreis jemand finden, der sich auskennt. Ich glaube, gute Freunde können auch gute Ratgeber sein. Da gibt es immer jemanden, den man kennt. Und auf den zu hören, das mal zu hinterfragen. Es ist halt immer Leute, die viel Geld haben, die haben wenig Zeit. Und die haben auch oft die Meinung, die wissen es am besten. Deswegen rennen die manchmal los und sagen, ich habe mich jetzt belesen, also geht's jetzt los. Das kann man machen, kann man Glück haben, kann man aber auch Fehler machen. Ansonsten glaube ich, dass gute Second-Hand-Händler die beste Adresse sind. Auch gute Juweliere, man zahlt halt immer den Neupreis, das muss man wissen. Großer. Jetzt haben wir vor einiger Zeit einen Podcast auch mit Nikolaus Leskova aufgenommen, der ja wirklich eine Koryphäe ist oder ein Spezialist, Geld zu speichern in Kunstwerke, also in moderne Pop-Art zum Beispiel von Warhol und so weiter und so fort. Und was uns so fasziniert hat, er sagt, meine Kunden sind also er nennt seine Kunden Freunde, weil er einfach sagt, also wir teilen die Leidenschaft, da gibt es jemanden, der liebt Kunst, ich liebe Kunst und wir kaufen zusammen Kunst oder ich helfe ihm Kunst zu kaufen und wir kümmern uns auch darum, dass es was ist, was den Wert steigert. Er kümmert sich ja dann teilweise selber auch für seine Freunde, ne? Nicht Kunden, sondern Freunde, darum, dass dort auch der Wert steigert, oder das gespeicherte Geld sich vermehrt und es auch wirklich mit Rendite wieder verkauft werden kann. Wie ist denn das bei dir jetzt so? Also sind deine Kunden auch deine Freunde oder sind das so? Also ich teile den seine Auffassung total sehr. Ich bin skeptisch, was Kunstkäufe geht, aber ich glaube halt, dass es nur damit geht, dass du jemanden hast, der sich wirklich auskennt und der dann das Gegenüber als Freund behandelt und auch als Freund sieht. Sonst funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, dass Kunden meine Freunde sind. Ich bin jetzt nicht mehr ganz unter Kundenbetreuung, aber wir verfolgen komplett den Ansatz als Firma.
dass wir sagen, wir müssen nicht verkaufen. Ne? Unsere Nachfrage ist größer als das, was wir liefern können. Das ist ein großer Glücksumstand. Wir haben keinen Verkaufsdruck. Aber was das ganze Customer-Team einfach macht, ist zu sagen, mein Gegenüber könnte mein Bruder, könnte mein Freund oder könnte mein Vater sein. Also wirklich eine ganz, ganz ehrliche Betreuung. Ansonsten machen wir das nicht. Und wir schicken auch Leute nach Hause, wo wir sagen, nein, die Uhr ist zu groß und wir haben kein passendes Modell für sie. Das ist mir ganz wichtig als Mensch schon immer gewesen. Und ich glaube auch, dass das bei Uhren so ist. Und das ist das, wo ich schon die ganze Zeit drum werbe, sich Leute zu suchen, denen man vertrauen kann. Das müssen keine Freunde sein. Ne? Das kann auch irgendein Händler sein, auch von mir aus mit Migrationshintergrund. Das ist halt überhaupt keine Frage. Das sind fantastische Leute und ganz ehrliche Typen. Und zu denen eine Beziehung aufzubauen, die wirklich ehrlich zu hinterfragen und zu sagen, behandle mich ehrlich. Und dann geht es auch. Das ist jetzt bei Kunst, da geht es um Millionen, natürlich noch wichtiger. Und das ist ja dann eher fast wie eine Gemeinschaft, und da kann ja das kaum selber finanzieren. Wir haben jetzt trotzdem auch, wir haben 50.000 Uhren schon verkauft, ne? Dann vielleicht 30.000 Kunden. Du kannst jetzt nicht zu jedem Freund sein, aber du kannst jeden gut und ehrlich behandeln. Und natürlich gibt es Leute, die uns sehr interessieren und die häufiger kommen und wo man einfach auch menschlich eine schöne Beziehung aufbaut. Und die dann auch mal fragen, kannst du mir das und das besorgen? Da sind wir jetzt keine Spezialisten drin. Wir können das machen, aber wir haben natürlich ein anderes Aufgabenfeld in erster Linie. Wir versuchen auch schon seit einiger Zeit in das Segment mehr zu kommen, ne, zu sagen, individuelle Betreuung, individuelle Aufbauen von Sammlungen. Ich hatte das große Glück, Anfang der 2000er Jahre eine große Lang- und Söhne-Sammlung mit aufzubauen. Da bin ich viel zur Auktion gefahren, habe gesagt, das kaufe ich jetzt für den Kunden, das kaufe ich jetzt für den. Habe auch oft gesagt, nee, das machen wir nicht. Und der hatte eine extreme Wertsteigerung dadurch. Das sind interessante Sachen, aber das waren meine Anfänge, wo ich noch viel Zeit hatte, die habe ich nicht mehr. Aber ansonsten versuchen wir das als Team schon. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin gerade im Luxussegment und ich glaube, das ist auch bei Oldtimern so oder egal, was man macht oder bei Wein so, dass man jemanden braucht, wo man das Gefühl hat, der will kein Geld an mir verdienen. Er nimmt seine Provision oder nimmt irgendwas mit, selbstverständlich, weil es seine Arbeit ist und weil er Spezialist ist. Aber darum darf es ihm nicht gehen. Es darf nicht irgendwie Abzocke zu sein, sondern wirklich Vertrauen. Das ist mir ganz wichtig und ich glaube auch allen anderen erfolgreichen Händlern, die arbeiten so und die haben Kundenbeziehungen über Jahrzehnte. Ja, über ganze Familien. Jetzt hast du ja gerade Oldtimer und Wein und sowas erwähnt. Also jetzt deiner Auffassung nach, deiner Einschätzung nach, wie schneidet denn jetzt die Luxusuhr im Vergleich zum Oldtimer, zur Kunst, zum Wein ab? Also wie würdest du das so, also sozusagen, womit fängt man an, wenn man das sagt? Also ich fange jetzt an, mir mein Vermögen zu diversifizieren, fange mit dem Oldtimer, mit dem Wein, mit Kunst, Whisky hatten wir schon, Farbedelsteine. Was ist so deine Einschätzung dazu? Ich habe vor 20 Jahren mal, oder vor 15 Jahren wahrscheinlich war es, eine Galerie gegründet, habe ich dann verkauft. Ist ein ganz schwieriges Brot. Also da die richtigen Künstler zu finden und das als Wertanlage, ist wirklich auch eher Freude dran. Jetzt im Hochpreiskunstsegment habe ich mich lange mit Fälschungen beschäftigt, da habe ich unglaublichen Respekt. Ich weiß, dass 18.000 Rubens in die USA importiert wurden. Ich weiß nicht, wie viel der gemacht hat, aber so viel waren es auf keinen Fall. Aber das ist ein ganz schwieriges Segment, überhaupt dort auch echt von falsch zu erkennen. Da brauchen wir Spezialisten. Und ich glaube, das ist auch für die wenigsten Leute eine wirkliche Anlageklasse, weil es einfach sehr, sehr teuer werden kann. Aber das ist nur meine Meinung. Ich mag Kunst ganz sehr. Wie gesagt, habe auch mal eine Galerie gehabt. Aber es ist als Anlageklasse für mich nie wirklich interessant, überzeugend gewesen. Oldtimer hätte ich auch gern ein. Ist natürlich die Gefahr mit dem Rosten und mit dem Unterhalt relativ groß. Man braucht auch Spezialisten, die das sanieren können, wird auch immer teurer. Ich glaube, es geht ganz viel um Freude bei diesen Anlageklassen. Das sind Luxusgüter und wenn die Freude machen, dann sollte man das tun, weil die Freude, glaube ich, überwiegt gegenüber dem Wertzuwachs. Wenn es nur um Wertzuwachs geht, ist man wahrscheinlich mit Edelmetallen gut bedient, mit Uhren mit Sicherheit auch, aber das ist jetzt ein Glücksumstand. Ansonsten halte ich Oldtimer auch für ein schönes Thema, wenn man den Platz hat und die Freude dran hat. Wenn man es jetzt nur kauft, um Spaß, also um es irgendwie als Wertzuwachs, für ungeeignet, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich kenne mich halt mit Uhren aus und weiß, dass ich gerne einen Oldtimer hätte, aber mir das zu aufwendig ist im Moment. Interessant. Na, und Wein kann kippen und ein Oldtimer kann rosten. So ist es. Und Weinflaschen sind schwer zu transportieren. Die kann man und die trinkt man irgendwas und das ist auch nicht gut auf Dauer. Interessant. Ist ja, es wird spannend sein, weil wir sehen uns ja bald auf unserem Plan B Seminar und du wirst ja dort auch anwesend sein, wirst dort ja auch nochmal deine Expertise dort im Vortrag im Prinzip an andere weitergeben, aber Nikolaus Leskova wird auch da sein, unser Kunstfreund, unser Kunstexperte. Auch die Farbedelsteine sind vertreten und sagen wir, wenn ihr da sozusagen ihr Koryphäen, jeder auf seinem Gebiet
euch würde ich gerne mal aufs Podium setzen und dann mal sehen wir. wir Das klingt ganz spannend. Und ich glaube, am Ende werden wir gar nicht unterschiedlicher Meinung sein, weil wenn Menschen ehrlich zueinander sind oder diesen Umgang hat, und gerade wenn der diese Kunst so an Freunden verkauft, dann unterstütze ich das total und sage, eine wahnsinnig tolle Anlageklasse. Also wenn man dort reinkommt und hat die Chance, in so einen Kreis reinzukommen, ist ja auch viel Freude. Und dann würde ich dem nicht widersprechen und sagen, dass Kunst ungünstig ist. Ich sage nur aus meiner Erfahrung, ist, wenn du das eben nicht hast, ist es ungünstig. Wenn du es selbst machst oder nicht so eine Vertrauensperson hast, und wenn du das hast, selbst bei Wein, ist das fantastisch. Es geht um die Menschlichkeit. Ich glaube, ganz oft auch in diesem Segment, wo Leute Vermögen verwalten, findet man ganz viele, die sehr freundlich und sehr wertschätzend miteinander umgehen und wirklich Berater sein wollen. Und das ist vielleicht nicht der normale Eindruck von wohlhabenden Menschen, dass die so miteinander umgehen. Das ist aber meine Erfahrung, dass da eine ganz große Freundlichkeit und Zugewandtheit ist, weil die einfach auch deswegen vielleicht erfolgreich geworden sind, weil sie eben nicht alles mitnehmen, sondern eben ihren Nächsten sehen. Ja. Naja, und es geht ja am Ende auch darum zu diversifizieren. Also ich meine, wir würden jetzt niemand würde irgendjemand anderes empfehlen, steckt dein ganzes Vermögen nur in Uhren oder nur in Kunst oder nur in Wein, nur in Oldtimer, sondern es geht ja darum, einfach sein Vermögen in verschiedene Assetklassen zu streuen. Und deswegen waren das heute extrem interessante Denkimpulse, die wir von dir bekommen konnten. Jetzt wollen wir mal schnell gucken, was ich hier noch für Fragen habe, die wir unbedingt hier noch mitstellen sollten. Wie ist denn das jetzt, Stefan, deiner Meinung nach, und zwar das Potenzial der Wertsteigerung bei Uhren? Also, ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, dass seit 2018 Luxusuhren, ich gehe jetzt mal nur auf die Standardmodelle, die ich auch empfehlen würde, wo man so unbedenklich kaufen kann, ohne große Auswahl. Ne? So Rolex Sportmodelle, Patek Philippe Nautilus. Da gibt es so einen Designer, der heißt Gerald Genta. Der hat so Klassiker gemacht, wie die IWC Ingenieur ist ein Klassiker, AP Royal Oak ist ein Klassiker, Patek Philippe Nautilus, das waren so seine großen Meisterwerke. Das sind so Sportmodelle, die über Jahre einfach Unikate sind, die jeder am Arm kennt. Deswegen werden die auch gern gekauft, deswegen hatten die auch so hohe Preissteigerungen. Ich glaube, dass die Preissteigerungen deutlich höher sind, als was die FAZ gemeint hat. Aber die FAZ hat gesagt, im Durchschnitt waren es 20% Wachstum pro Jahr und es hat den US-Aktienmarkt deutlich geschlagen. Der Artikel, den kann man nachlesen, kann man sicherlich googeln. Also Wertsteigerung ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass komplett durch den Markt ungefähr 5-10% pro Jahr über alle Uhren im Durchschnitt möglich waren oder waren, seit ich das mache. Wir hatten einen Einbruch, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Da ist deutlich nach unten gegangen, da kamen Zinserhöhungen dazu, da war Unsicherheit im Markt. Es gab auch viele, die Luxusuhren als Asset hatten, die es abstoßen mussten, ähnlich wie Bitcoins. Das ging teilweise parallel, ne? Bitcoins und Uhren, so eine Währung, die irgendwie ganz, ganz ähnlich verläuft teilweise. Da ging es runter, aber es hat sich wieder gefangen. Weil der Markt hat sich jetzt wieder erholt und es geht wieder nach oben. Interessant. Also deswegen glaube ich, hochinteressanter Markt auch zum Kauf und Verkauf. Wenn jetzt jemand von den Zuschauern und Zuhörern nicht zum Plan B-Seminar kommt und direkt mal mit dir oder mit jemand aus deinem Team sprechen möchte, Kontakt aufnehmen will, vielleicht auch schreiben, schriftlich, wie auch immer. Also wie kann man jetzt mit euch in Kontakt treten am besten? Also ich denke, die einfachste Anlaufstelle ist unsere Webseite www.zeitauktion.com und dann hoffen, dass es nicht allzu viele sind, damit wir das bearbeiten können und keine langen Wartezeiten entstehen. Und dann antworten wir jeden. Und dann ist auch mit mir ein Gespräch möglich. Ich kann auch mir vorstellen, dass wir nochmal Informationen wie heute, wir haben das noch nie gemacht, mal zusammenfassen, auf das Seminar verweisen oder auch auf diesen Podcast und dann einfach nachfragen und wir antworten total ehrlich, ganz konkret. Und wir sagen auch schnell mal, können wir nicht machen, aber der und der andere kann das und dann helfen wir dann weiter. Sehr schön. Ja. Und ja, ansonsten freue ich mich, dich bald zu sehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ja, und wir sind gespannt also noch eine Aufforderung an die Zuschauer und Zuhörer jetzt. Schreibt eure Kommentare gerne per E-Mail oder auch in die Kommentare bei YouTube. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Danke, Daniel. Ne? Ciao.